Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Heute bekommt die 4,50 Meter lange Monorail-Strecke ein Tunnelportal. Das habe ich auch hier schon vorbereitet. Ja, ich war schon richtig fleißig im Hintergrund im Vorfeld. Und die Seitenwände habe ich schon gebaut. Und dieses ganze Ding soll hier hinten eingebaut werden. Doch weil sich hier was verändert hat, müssen wir uns die Stelle hier nochmal ganz genau angucken. Passt das überhaupt hier alles? Das ist die große Frage. Gerade im Thumbnail zu sehen, wie dieser Kran hier auf der Platte steht. Nun sieht der Kran ein bisschen anders aus, nämlich so. Aber ich brauche Einzelteile für Unterbau, tolle Technikstangen etc. Wusstet ihr überhaupt, dass wir bald hier eine Fläche von 20.000 Noppen hier zu bebauen haben? Ja, ist das nicht irre? Von links nach rechts sind es 192 und von unten nach oben 96, also genau 18.432 Noppen sind zu bebauen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil die Zugstrecke hier einmal so ein bisschen die Platte verlassen wird. Da muss ich noch Berg bauen, aber irre, oder? Bevor wir zum Tunnelportal kommen, muss ich jetzt hier einfach mal die Strecke nochmal überprüfen. Ich musste die ein bisschen verändern, und zwar lag hier erst nur eine gerade Schiene und jetzt habe ich hier 2 gerade Schienen. Das heißt, passt das hier hinten mit dem Transrapid an dieser Stelle? Das ist die große Frage. Ich teste das mal mit dieser alten Lok, ja, mit diesem alten Schätzchen. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Und ja, sie wird hier nicht im Berg fahren, das ist ganz klar, aber ich teste es hiermit einfach mal. Und die Schiene wird an dieser Stelle auch schon so hoch sein wie die Transrapid-Strecke, also es muss passen. Ich zeige euch das jetzt mal von oben. Es ist haarscharf, aber es geht wirklich auf. Es geht wirklich auf und das war das Ziel. Diese beiden Strecken verschwinden ja letztendlich hier im Berg und ja, das wird alles nicht so einfach. Jetzt heißt es an dieser Stelle erstmal eine ebene Fläche zu machen, damit wir das hier alles ordentlich draufstellen können. Ja, das ist das nächste Ziel. Jetzt heißt es hier, diese Ebene zu gestalten. Ja, und ich nehme das Ganze immer weg, dann tue ich es wieder hin. Das geht nicht anders, weil ich immer wieder zwischendurch testen muss und. Alles gar nicht so einfach, aber wir gehen gleich hinterher einmal komplett rum und dann werde ich euch auf jeden Fall diese Ebene dann zeigen. Wichtig ist immer, dass an dieser Stelle auch noch alles stabil ist. Von dieser Stelle aus kann ich es jetzt auch einmal zeigen. Ja, und ich kann sagen, es wird stabil. Es ist so bombenfest, wie ich das baue. Ja, jetzt heißt es natürlich auch zu überlegen, wie das Gelände aussehen soll. Ich bin mir noch gar nicht ganz im Klaren drüber, aber so ganz grob im Prinzip schon. Und deshalb heißt es ja erstmal so ein bisschen von dieser anderen Seite, das Gelände so ein bisschen anzupassen, anzugleichen. Aber nur grob, in diesem Fall ja mit diesen 2x4 Steinen. Ich fahre mal so ein bisschen mit der Kamera hier rum. Ja, ganz grob ist es hier schon mit Steinen fertiggestaltet. Natürlich noch nicht so wie hier unten mit dem ganzen Grün, das ist ganz klar. Aber das machen wir auf jeden Fall noch später. Ja, dieser ganze Klotz ist tatsächlich ganz schön stabil. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist Wahnsinn. Jetzt können wir gleich weiter hier bauen, diese Schrägen einbauen. Aber auch diese Sache hier hinter, dieser Schlitz, der muss auch ganz dringend geschlossen werden. Und ja, da mache ich mich jetzt dran und baue die ganzen Sachen jetzt ein. Die fertig gebauten Elemente sowie dieses hier für die kleine Lücke zur Wand habe ich jetzt soweit fertig gebaut und kann das jetzt hier auch wunderbar einsetzen. Natürlich vorsichtig, es steht ja auf diesen 1x2x5 Bricks, also das ist eine bisschen wackelige Geschichte, bis man das da drauf hat, aber letztendlich geht's. So, dann kommt diese Schräge davor, unsere Gleitschiene quasi für das Portal, was ich dann einschieben kann. Das zeige ich euch gleich noch ein bisschen detaillierter. Und dann natürlich auch das zweite Teil. Ja, nochmal so ein bisschen vielleicht auch den Abstand messen. Ja, passt alles, also schön festdrücken. Diese Kleinteile, die ich jetzt hier einbauen werde, das sind quasi die Stopper für das Tunnelportal, wenn ich das gleich da einschieben werde. Sieht ein bisschen wild aus, wird aber auch später noch ein bisschen alles mit Grün dementsprechend verkleidet werden, wobei das muss an der Stelle noch gar nicht mal sein. An der Stelle ist die Schiene noch, aber es muss halt auch vernünftig gebaut werden. So, letzte Teil noch und dann sind wir hier an dieser Stelle fertig. Dann kann ich auch wieder diese Schräge einfügen, die ich kurz vorab weggenommen hatte, und dann können wir anschließend das Tunnelportal da einschieben. Das Tunnelportal habe ich unten nochmal mit ein paar Inverted Slopes versehen, weil dann liegt das wirklich haargenau auf dieser Käseecke auf und das ist einfach echt klasse. So, einfach oben nehmen, einfach runter und fertig. Ihr seht, zack, und man kann es dann wieder einschieben. Man muss natürlich nur genau zielen. Ja,
Aber ich denke, schöner Abschluss auf jeden Fall so. Hier oben werde ich jetzt noch eine Technikstange draufsetzen, die das Ganze gut verbindet, und an der werde ich auch letztendlich meine kleine Folie aufhängen. Ich fahre noch mal einmal ein bisschen hier rum. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Jetzt müssen wir nur noch gleich die Schiene einbauen und dann können wir das ganze Stück komplett mal einmal fahren. Hinten rein, vorne rein und wieder raus und wieder rein. Ja, das hätte ich doch ganz gerne heute mal gesehen. Und jetzt heißt es natürlich von hinten noch hier die Folie vorab dran machen. Das werde ich dann jetzt als nächstes erst einmal tun. Die Folie habe ich jetzt auch hier an dieser Stelle festgeklickt mit 1x1 Plates in Round. Ganz einfach, das hält die Folie aus, alles überhaupt kein Problem. Ein bisschen links und rechts und unten Luft und somit passt das alles. So, und jetzt kommt der große Fahrtest. Wir fahren in den einen Berg rein, fahren wieder raus, in den anderen Berg rein und wieder raus. Auf geht's auf 4,50 Meter Fahrstrecke, der erste Fahrtest. Es ist sagenhaft, es ist sagenhaft. Ich bin jetzt schon begeistert, aber mir schwitzen auch gerade ein bisschen die Finger. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Achtung, gleich kommt er wieder raus, dauert ein bisschen. Der Weg im Berg ist ein bisschen länger als der andere. Ja, ich versuche das mit der Kamera gut mitzuverfolgen. Und jetzt werden wir es gleich sehen, ob es wirklich funktioniert. Achtung und... Ja, also ich kann nur sagen, sensationell, wie immer natürlich. Und ja, was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne und antworte auch immer. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und ich glaube, wir müssen hier an dieser Stelle schließen, weil ich muss hier schon ein paar Gleise machen, denn wir müssen letztendlich ja hier beides überdachen, die Zugstrecke und die Transrapidstrecke. Also, dann würde ich sagen, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss!